Wenn ihr in kurzer Zeit Deutsch lernen wollt, seid ihr hier genau richtig. Ich bin Alex. In unserem heutigen Video warten spannende Geschichten auf euch. Ich erzähle euch auf Deutsch, wie ich meine Mutter beim späten Kochen geweckt habe und von dem Gespräch mit meinem Vater, weil ich spät nach Hause gekommen bin. Außerdem geht es darum, wie meine Mutter meine Kleidung kritisiert hat, wie ich eine fremde Frau im Bus kennengelernt habe und von einem aufregenden Vorstellungsgespräch. Auf diesem Kanal bringe ich euch Deutsch mit meinen eigenen Geschichten so einfach und verständlich wie möglich bei. Mitten in der Nacht. Was ist das? Mama! Oh nein! Ich habe Hunger. Hunger? Es ist 2 Uhr nachts. Ja, ich weiß, aber ich bin sehr hungrig. Und was ist das auf dem Boden? Das sind die Eier. Sie sind gefallen. Die Eier sind gefallen? Alex, Es tut mir leid, Mama. Wirklich. schau dir das an. Der Boden ist schmutzig. Ich weiß. Es war ein Unfall. Ein Unfall? Um 2 Uhr nachts? Ich wollte nur ein Ei kochen. Nur ein Ei? Und jetzt? Jetzt sind es 3 Eier auf dem Boden. 3 Eier. Unglaublich. Mama, bitte sei nicht böse. Ich bin nicht böse. Ich bin sehr böse. Liebe Zuschauer, habt ihr nachts schon mal gekocht? Was hat eure Mutter oder euer Vater gesagt? Schreibt es in die Kommentare. Alex, hör auf zu reden. Ja, Mama, Entschuldigung, Weißt du, wie spät es ist? 2 Uhr. Ich weiß. Alle schlafen. Und du? Du kochst. In den USA ist das normal. Das hier ist nicht die USA. Das ist Deutschland. Ja, Mama, du hast recht. Und der Herd. Ist er heiß? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Alex, das ist gefährlich. Ich pass auf, Mama. Du passt auf. 3 Eier auf dem Boden. Das war ein Fehler. Jetzt, hör mir zu. Mach den Herd aus. Okay, okay. Erledigt. Und jetzt? Was machst du jetzt? Ich putze den Boden? Ja, genau. Sofort. Ja, Mama. Ich mache das. Und danach? Schläfst du. Aber ich habe noch Hunger. Hunger kannst du morgen haben. Mama, glaubst du, die Zuschauer haben das Video geliked und den Kanal abonniert? Ich denke, sie haben es sofort gemacht. Denn mit Alex Deutsch lernen macht so viel Spaß, fast wie nachts kochen. Gute Nacht, Mama. Putz zuerst den Boden. Dann gute Nacht. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht? Ich glaube, du kennst die Uhrzeit nicht, mein Junge. Was meinst du, Papa? Es ist 4 Uhr morgens und du kommst jetzt erst nach Hause. Wir haben uns ein bisschen mit Freunden getroffen, Papa. Ich bin nicht böse, weil du bei Freunden warst. Dann, warum bist du böse?
Ich bin böse, weil du so spät nach Hause kommst. Es tut mir leid, Papa. Wirklich. Tut mir leid? Das reicht nicht, Alex. Ich verstehe dich, Papa. Weißt du, was heute Nacht passiert ist? Was meinst du? Deine Mutter hat mir alles erzählt. Was hat sie erzählt? Um 2 Uhr nachts. In der Küche. Die Eier. Oh nein? Das weißt du auch? Ja. Ich weiß alles, Alex. Das war ein Unfall, Papa. Ein Unfall um 2 Uhr nachts in der Küche? Ich hatte Hunger. Und jetzt? Wieder Hunger um 4 Uhr? Nein, nein. Ich war bei Freunden. Liebe Zuschauer, seid ihr als Jugendliche auch mal spät nach Hause gekommen? Was haben eure Eltern gesagt? Schreibt es auf Deutsch in die Kommentare. Schöne Frage. Die Zuschauer sollen das in den Kommentaren beantworten. So üben sie Deutsch und haben dabei noch Spaß. Papa, ich bin 25 Jahre alt. 25 Jahre alt. Und du weißt nicht, wann du nach Hause kommen sollst? In den USA ist das normal, Papa. Das sagst du immer. Das hier ist nicht die USA. Ich weiß. Ich weiß. Letzte Nacht kein Schlaf wegen dir. Heute Nacht wieder. Es tut mir wirklich leid, Papa. Deine Mutter schläft nicht gut. Ich schlafe nicht gut. Das wollte ich nicht. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Jetzt? Um 4 Uhr? Ja, jemand in dieser Familie muss arbeiten. Papa, das ist nicht fair. Nicht fair? Schau mich an, Alex. Ja, Papa? Ich bin müde. Sehr müde. Wegen dir. Es tut mir leid, Papa. Das passiert nicht wieder. Das habe ich schon mal gehört. Diesmal meine ich es ernst. Gut, dann geh jetzt schlafen. Und du? Wann kommst du zurück? Um 18 Uhr. Und dann reden wir nochmal. Okay, Papa. Viel Erfolg bei der Arbeit. Gute Nacht, Alex. Oder guten Morgen. Guten Morgen, Papa. Wie sieht es aus, Mama? Steht mir der Anzug gut? Ich glaube, der graue Anzug steht dir nicht so gut. Wirklich? Ich finde ihn sehr schön. Er ist okay, aber nicht perfekt für dich. Was gefällt dir nicht daran? Die Farbe ist ein bisschen langweilig für dich. Langweilig? Mama, grau ist modern. Vielleicht. Aber er passt nicht zu dir. Und welcher Anzug passt zu mir? Weißt du noch? Der schwarze und der blaue Anzug. Ja, aber die passen mir nicht, Mama. Wie? Die waren doch so schön. Ich bin 186 Zentimeter groß und 76 Kilo schwer. Na und? Die Anzüge sind für Männer zwischen 175 und 180 Zentimeter. Ach so, das wusste ich wirklich nicht. Sie sind einfach zu kurz für mich. Das verstehe ich. Aber der graue gefällt mir trotzdem nicht. Mama, du machst es mir nicht leicht. Ich bin deine Mutter. Das ist mein Job. Okay, was schlägst du dann vor? Schau mal da drüben.
Den dunkelblauen Anzug. Den habe ich schon angeschaut. Auch zu klein. Und den braunen. Braun? Nein, danke, Mama. Warum nicht? Braun ist elegant. Braun ist alt. Das trägt niemand mehr. Liebe Zuschauer, habt ihr beim Kleiderkaufen schon mal Streit mit eurer Familie gehabt? Vertraut ihr eurem eigenen Geschmack oder dem eurer Familie? Schreibt es auf Deutsch in die Kommentare. Also, Mama, ich nehme den grauen Anzug. Wenn du willst, aber ich finde ihn nicht schön. Der graue Anzug bleibt. Entschieden. Du bist so stur wie dein Vater. Das ist ein Kompliment, Mama. Nein, das war es wirklich nicht. Entschuldigung, ist das Atomic Habits? Oh, ja, genau? Woher wissen Sie das? Ich habe das Buch auch gelesen. Es ist sehr gut. Wirklich? Das ist ja interessant. Ja, es hat mein Leben wirklich verändert. Meins auch. Es ist ein tolles Buch. Lesen Sie oft? Ja, jeden Tag. Und Sie? Früher nicht so viel, aber jetzt mehr. Das freut mich. Bücher sind wirklich wichtig. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Ich heiße Maria. Und Sie? Ich bin Alex. Schön, Sie kennenzulernen. Schön, Sie auch kennenzulernen, Alex. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin 22 Jahre alt. Und Sie? Ich bin 25. Ach so. Lesen Sie gerade ein Buch? Ja, der Alchemist. Kennen Sie es? Nein? Noch nicht. Ist es gut? Sehr gut. Ich empfehle es sehr. Dann lese ich es nach diesem Buch. Liebe Zuschauer, habt ihr auch schon mal jemanden zufällig kennengelernt? Wann habt ihr zuletzt ein Buch gelesen? Schreibt es auf Deutsch in die Kommentare. Gute Frage. Schreibt euer letztes Buch in die Kommentare. Vielleicht empfehlen wir uns gegenseitig etwas. Fahren Sie jeden Tag mit dem Bus? Ja? Jeden Morgen. Es ist ruhig hier. Ich kann gut lesen. Das stimmt. Ich mag den Bus auch sehr. Haben Sie noch eine Buchempfehlung? Die Verwandlung von Kafka. Oh, den kenne ich. Sehr interessant. Ja, Kafka ist wirklich großartig. Das ist meine Haltestelle. Schönen Tag noch, Alex. Ihnen auch, Maria. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja, vielleicht. Tschüss. Tschüss. Guten Tag. Sie sind Alex, richtig? Ja, genau. Guten Tag. Schön, Sie kennenzulernen. Bitte setzen Sie sich. Dankeschön. Also, Alex, Sie möchten als Kellner arbeiten? Ja, das stimmt. Ich bin sehr motiviert. Gut. Wie lange sind Sie schon in Deutschland? Seit 3 Monaten. Nur 3 Monate? Und Ihr Deutsch? Ich lerne jeden Tag. Ich spreche noch nicht perfekt. Das sehe ich. Aber es ist wirklich gut für 3 Monate. Danke.
Das freut mich sehr. Haben Sie schon als Kellner gearbeitet? Ja. In den USA. 2 Jahre lang. Sehr gut. Und warum möchten Sie hier arbeiten? Ich mag Menschen. Und ich möchte mein Deutsch verbessern. Das ist eine ehrliche Antwort. Gut. Danke, das ist mir wichtig. Können Sie am Wochenende arbeiten? Ja, natürlich. Kein Problem. Und abends bis 23 Uhr? Ja, das ist für mich in Ordnung. Liebe Zuschauer, habt ihr schon mal ein Vorstellungsgespräch gehabt? Welche Frage fandet ihr am schwierigsten? Schreibt es auf Deutsch in die Kommentare. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Natürlich. Glauben Sie, die Zuschauer haben das Video geliked und den Kanal abonniert? Ich denke, Sie haben es sofort gemacht. Denn mit Alex Deutsch lernen ist genauso wichtig wie einen guten Job zu finden. Also, Alex, ich bin zufrieden. Wirklich? Das freut mich sehr. Sie können am Montag anfangen. Am Montag? Perfekt. Vielen Dank. Willkommen im Team, Alex. Danke. Ich freue mich sehr darauf. Das war's mit diesem Video. Aber geht auf keinen Fall weg, denn ich habe hier noch 2 ganz besondere Videos für euch vorbereitet. Deutsch lernen war noch nie so einfach und unterhaltsam